Willkommen zurück in unserem Rechte-Check für Filme und Serien. Und heute wollen wir natürlich wieder eintauchen in eine andere, fantastische Welt und mal schauen, wo dort gegen unsere deutschen Gesetze verstoßen worden wäre. Und nicht vergessen, das alles natürlich mit einem extra großen Augenzwinkern. Übrigens, im folgenden Video versteckt sich in manchen Szenen eine kleine geflügelte goldene Besonderheit. Erratet mal welche und zählt mal, wie oft sie zu sehen ist. Und dann verratet es uns in den Kommentaren. Von allen Teilnehmern wählen wir nämlich bis zum Jahresende einen Gewinner und verschenken einen Amazon-Geschenkgutschein im Wert von 50 €. Viel Glück! Also lasst uns keine Zeit verlieren. Die letzten Male waren wir in Mittelerde, im Weltall und in Westeros. Und heute verschlägt es uns mal nach Großbritannien. Und zwar mit einer extra großen Portion Zauberei. Denn wir begeben uns heute in die Welt von Harry Potter. Die Geschichten der Autorin J.K. Rowling sind weltbekannt und natürlich wurden sie sehr schnell verfilmt. Sie waren für insgesamt 12 Oscars nominiert und haben weltweit über 7,7 Milliarden US-Dollar eingespielt. Und damit sind die Harry Potter-Filme nach dem Marvel Cinematic Universe und den Star Wars-Filmen die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten. Und viele Fans würden sich sicher wünschen, selbst einmal Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei, zu besuchen. Doch wir werfen heute mal einen Blick darauf, wie, sagen wir mal, lässig dort und in der gesamten Zauberwelt von Harry Potter mit Gesetzen umgegangen wird. Zumindest, wenn es nach unseren Regeln laufen würde. Also, los geht's! Reisen wir mal ganz zum Anfang der Filme und Romane zurück, und zwar zu dem Moment, wo Harry Potter als Baby von Dumbledore, Hagrid und Co. zu seiner Tante und seinem Onkel gebracht wurde, nachdem Harrys Eltern von Voldemort getötet wurden. Und da stellen wir die Frage, hätten sie in Deutschland eigentlich gesetzlich richtig gehandelt? Bekommt seine Tante automatisch das Sorgerecht, nachdem die Eltern von Harry verstorben sind? Oder hätten die Zauberer und der Halbriese damit einfach über das Gesetz hinweg entschieden? In Deutschland gilt in einem solchen Fall der Paragraph 1680 des bürgerlichen Gesetzbuchs. Stirbt nur ein Elternteil, übernimmt natürlich das verbliebene Elternteil die Sorge für das Kind. Das gilt übrigens auch für Alleinerziehende, die das alleinige Sorgerecht besitzen, sofern die Übertragung des Sorgerechts auf den hinterbliebenen Elternteil dem Wohl des Kindes auch dient. Verliert ein Kind beide Eltern, geht das Sorgerecht nicht etwa ganz automatisch nahen Verwandten, Paten oder eventuellen Stiefeltern zu, es sei denn, die Eltern haben zu Lebzeiten mit einer sogenannten Sorgerechtsverfügung vorgesorgt. Über das Sorgerecht entscheidet hierzulande das Familiengericht, und zwar darüber, wer sich künftig um das Kind kümmert, und bestellt gemäß § 1773 des bürgerlichen Gesetzbuchs einen Vormund. Spätestens ab dem 14. Lebensjahr hat das Kind zudem auch ein Mitspracherecht. Also spätestens als Harry dieses Alter erreichte, hätte er gegebenenfalls nicht mehr bei den Dursleys unterkommen müssen. In Deutschland erhalten Waisenkinder zudem eine Halb- oder Vollwaisenrente und ihnen steht bis zum 18. Geburtstag auch das Kindergeld zu. Wir sehen also, die Entscheidung, Harry bei seinem Onkel und seiner Tante abzugeben, wäre in Deutschland vielleicht ein wenig voreilig gewesen. Aber es kann durchaus sein, dass ein Familiengericht auch hier zugunsten der Dursleys entschieden hätte. Bei den Dursleys, da lebte der Harry zunächst in einer kleinen Kammer unter der Treppe. Und die war gerade mal so groß, dass man ein kleines Bett hineinstellen kann, auf dem er schlafen konnte. Ziemlich unwürdige Bedingungen für ein Kind, findet ihr nicht auch? Doch wie wäre das eigentlich in Deutschland? Gibt es hier eine Mindestgröße für Kinderzimmer? Ja, tatsächlich, nein. Das gab es aber zumindest mal in der ehemaligen DDR. Dort musste ein Kinderzimmer mindestens 8 Quadratmeter groß sein. In der Bundesrepublik jedoch gibt es keine klaren gesetzlichen Vorgaben. Es gibt allerdings sogenannte Baunormen, und die sehen für ein solches Zimmer die Norm DIN 18011 vor. Diese besagt, dass einem Kinderzimmer in einem Haus oder einer Wohnung meist der kleinste Raum zugewiesen wird, der aber mindestens 12 Quadratmeter betragen sollte.
Ein Glück für die Dursleys, dass sie Harry dann spätestens im zweiten Teil der Reihe ein größeres eigenes Zimmer zur Verfügung stellten. Wie wir wissen, bekam Harry im Alter von 11 Jahren die Nachricht, dass er in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, aufgenommen wurde. Von nun an verbrachte er also seine Zeit im Zauberinternat und lernte allerhand magische Fähigkeiten. Was jedoch scheinbar auf der Strecke blieb, waren seine allgemeinen schulischen Fächer wie Mathematik, Sprachen und Co., so wie es die allgemeinen Schulgesetze für Kinder und Jugendliche vorgeben, auch bei uns. Und da stellt sich doch die Frage, könnte ein Kind in Deutschland von der Schulpflicht entbunden werden, um eine besondere Karriere hinzulegen, wie in unserem Fall Zauberer werden? Also zunächst hat jedes Kind im Alter von 6 Jahren die Pflicht, in die Schule zu gehen. Genauer gesagt, die Eltern oder der Vormund müssen dafür Sorge tragen. Die Schulpflicht endet frühestens mit der Vollendung des 10. Schulbesuchsjahres. Eine Befreiung bis dahin ist grundsätzlich nicht möglich. Die Schulpflicht ist durch den Besuch einer innerdeutschen Schule zu erfüllen, die entweder eine öffentliche Schule oder eine staatlich genehmigte private Ersatzschule ist. Ob Hogwarts bei uns wirklich staatlich anerkannt wäre, lässt sich bezweifeln, da die eigentlich vorgegebenen Unterrichtsfächer und Lerninhalte wie Mathematik dort wohl eher nicht eingehalten und gelehrt werden. Angekommen in Hogwarts werden neue Schüler zunächst den Häusern zugewiesen. Vergleichbar wäre das bei uns so ungefähr mit einer Zuweisung in eine bestimmte Klasse, zum Beispiel die Klasse 1a oder 1b. Harry wollte bekanntermaßen kein Teil des Hauses Slytherin werden und wünschte sich vom sogenannten sprechenden Hut, ihn unbedingt woanders hinzuweisen. Am liebsten nach Gryffindor. Doch wie wäre das bei unseren Schulen? Haben wir irgendeinen Einfluss darauf, in welche bestimmte Klasse das eigene Kind gehen wird? Weder Kind noch Eltern haben in deutschen Schulen einen großen Einfluss darauf, in welche Klasse das Kind tatsächlich kommt. Zwar werden oft bei der Anmeldung Zettel ausgeteilt, in denen bestimmte Wünsche angegeben werden können, zum Beispiel, dass er mit einer bestimmten Person in eine Klasse kommen möchte. Es gibt allerdings keine Garantie, dass das dann am Ende auch klappt. Anders sieht es da aber schon bei der Entscheidung aus, in welche weiterführende Schule das Kind geht, also auf ein Gymnasium, eine Realschule oder eine andere Schulform. Da ist der Einfluss der Eltern schon größer. Nur in wenigen Bundesländern, Bayern, Brandenburg oder Thüringen, ist allein die Empfehlung der Schule ausschlaggebend und steht über dem Elternwillen. Harry hätte sich also nicht beschweren können, wenn der sprechende Hut ihn am Ende tatsächlich ins Haus Slytherin gesteckt hätte. Natürlich freuen wir uns aber, dass er seinem Wunsch, nach Gryffindor zu kommen, tatsächlich auch erhörte. Quidditch, das Trimagische Turnier und das Brauen von lebensgefährlichen Tränken. Klingt alles ziemlich gefährlich und tatsächlich haben die ein oder anderen Schulveranstaltungen in Hogwarts auch Verletzte und gar Tote gefordert. Blicken wir mal nach Deutschland. Hier gelten in den Schulgesetzen natürlich klare Regeln zum Schutz der Kinder und Jugendlichen. Nehmen wir als Beispiel das Berliner Schulgesetz mit seinem Paragraphen 4 Absatz 5. Darin heißt es ganz klar, ich zitiere: Die Schule ist zum Schutz der seelischen und körperlichen Unversehrtheit, der geistigen Freiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler so zu gestalten, dass die Anforderungen und die Belastungen durch Schulwege, Unterricht und dessen Organisation, Leistungsnachweise, Hausaufgaben und sonstige Schulveranstaltungen altersgemäß und zumutbar sind und ausreichend Zeit für eigene Aktivitäten bleibt. Lebensgefährliche Turniere, halsbrecherische Sportarten wie Quidditch, aber vor allem der Umgang mit viel zu riskanten Unterrichtsmaterialien wären bei uns natürlich nicht erlaubt. Bleiben wir gleich beim Trimagischen Turnier. Teilnehmen daran können Schüler, wenn sie ihren Namen auf ein Stück Pergament schreiben und in die Flammen des Feuerkelchs werfen. Sie gehen damit einen bindenden Vertrag ein. Und nicht nur, dass Harrys Name nicht von ihm selbst in den Feuerkelch geworfen wurde, er ist im 4. Schuljahr in Hogwarts ja zudem auch noch minderjährig. Wäre er also, laut deutschem Recht zumindest, überhaupt je imstande gewesen, einen bindenden Vertrag einzugehen?
Gemäß der Paragraphen 107 bis 113 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Minderjähriger, der mindestens das 7. Lebensjahr erreicht hat, in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. Zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich rechtlichen Vorteil erlangt, bedarf es immer der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, also der Eltern oder des Vormundes. Schließt er trotzdem einen Vertrag ohne Einwilligung ab, so hängt die Wirksamkeit mit der nachträglichen Zustimmung ab. Harrys Teilnahme am Trimagischen Turnier wäre hierzulande, mal abgesehen davon, dass es zu gefährlich wäre, um überhaupt stattzufinden, also rechtlich gar nicht möglich gewesen, ohne die Zustimmung seines Vormundes. Und da im Grunde sogar jeder Teilnehmer am Trimagischen Turnier noch nicht volljährig war, ist diese ganze vertragliche Prozedur mit dem Feuerkelch gemäß unserer Gesetzgebung ziemlich fragwürdig. Nicht nur einmal benutzten Harry, Ron und Hermine den soggenannten Vielsafttrank in ihrer Schullaufbahn. Mit diesem konnten sie nämlich zeitweise die Gestalt einer gewünschten Person annehmen und sich bestenfalls unbemerkt als diese ausgeben. Doch begehen die 3 damit einen sogenannten Identitätsdiebstahl und wie hoch wären Strafen für solche Handlungen bei uns? Zunächst muss man sagen, dass der Tatbestand des Identitätsdiebstahls bei unseren Gesetzen nicht ausdrücklich geregelt ist. Ein Identitätsdiebstahl würde bei uns zudem eher im digitalen Bereich stattfinden und dort, so beschreibt es das Bundeskriminalamt, werden dabei von Cyberkriminellen persönliche Daten und Zugangsberechtigungen von Nutzern abgegriffen und missbräuchlich genutzt. Möglichkeiten der Strafbarkeit dieser Cyberkriminellen ist unter anderem der Tatbestand des Betrugs gemäß 263 StGB und des Computerbetrugs gemäß 263a des Strafgesetzbuchs. Beides wird mit einer Haftstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe belangt. Da Harry und Co. den Vielsafttrank aber nicht nutzten, um sich zu bereichern, würde sich hierzulande auch keine schlimme Strafe erwarten. Anders sieht es jedoch bei Barty Crouch Jr. aus, der sich ein ganzes Schuljahr über mit dem Vielsafttrank als Alistair Moody ausgab und so sicher auch sein monatliches Gehalt einheimste. Eine andere Professorin zog durch ihre übertriebene Strenge und Disziplinwahn den Hass aller Schüler und natürlich auch aller Harry-Potter-Fans auf sich. Die Rede ist von Professor Umbridge, die im 5. Schuljahr das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste lehrte. Wie wir wissen, ließ sie nicht nur gerne nachsitzen, ihre magischen Federn, mit denen vorgegebene Sätze auf Pergament geschrieben werden sollten, fügten dem Halter zudem auch noch Schmerzen und sichtbare Wunden zu. Wir sind uns einig, das geht natürlich zu weit und wir fragen uns auch, welche Schulstrafen sind bei uns in Deutschland eigentlich möglich? Wichtig vorab, das Schulrecht in Deutschland kann sich in den genauen Normen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, da diese selbst zuständig sind. In Bayern sind die Lehrer zum Beispiel verpflichtet, Geist und Körper, Herz und Charakter der Schulkinder anhand der Werte unserer Gesellschaft zu formen. In Berlin ist der Auftrag der Schule so geregelt, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründlichem Wissen und Können zu vermitteln. Trotzdem versucht man über die sogenannte Kultusministerkonferenz einen doch recht einheitlichen Rahmen zu schaffen. Bei Strafen jedoch wird der Erziehungsauftrag der Schulen aus dem Artikel 7 des Grundgesetzes abgeleitet. Demnach steht das gesamte Schulwesen nämlich unter der Aufsicht des Staates. In Deutschland bestand in den meisten Bundesländern bis 1973 ein Züchtigungsrecht für Lehrkräfte an Schulen gegenüber den ihnen zur Erziehung anvertrauten Schülern. In Bayern galt dieses sogar bis 1983. Durch ein vom BGH im Jahre 1957 zuletzt bestätigtes sogenanntes Gewohnheitsrecht durften Lehrer ihre Schüler bis dahin also sogar schlagen. Erst Anfang der 70er Jahre wurde das dann verboten. Nachsitzen zum Beispiel ist erlaubt, wenn es begründet und als erzieherische Maßnahme eingesetzt wird. Wenn ein Schüler also gegen seine Pflichten bzw. gegen die Schulordnung verstößt, dann liegt ein hinreichender Grund für das Nachsitzen vor. Die Lehrer müssen jedoch die Eltern informieren. Zudem ist kollektives Nachsitzen nicht erlaubt. Es gibt keine Klassenstrafen. Wir stellen also fest, Professor Umbridge dürfte ihren zweifelhaften Umgang mit Schülern hierzulande nicht pflegen. Und nach allem, was wir von ihr gesehen haben, ist es vielleicht auch besser so. Kommen wir also zum Ende unserer Reise in die Welt von Harry Potter und seinen Freunden. Abschließend können wir feststellen, dass Hogwarts nicht unbedingt ein Ort ist, in dem sich gerne an Gesetze gehalten wurde.
und das nicht nur von den Schülern. Habt ihr vielleicht noch weitere kuriose Ideen, wo man in der Welt der Zauberer gegen deutsche Gesetze verstoßen hätte? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentarbereich. Und nein, ein Heuler ist kein Verstoß gegen das Briefgeheimnis, da der Absender ja möchte, dass jeder den Inhalt lautstark mitbekommt. Problematisch wäre es eher, dass diese Briefe ja gerne mal explodieren können, wenn sie nicht schnell genug geöffnet werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ja, hinterlasst doch wie immer gerne ein Like und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und werft auch gerne mal einen Blick in unsere anderen Rechte-Check-Videos auf unserem Kanal. Und während ihr jetzt auf das nächste Video von uns wartet, schaut auch auf www.ganse-rechtsanwälte.de vorbei. Dort informieren wir über viele juristische Themen aus dem Alltag und bieten natürlich auch unsere Hilfe an. Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Rechte-Check aus der Film- und Serienwelt. Und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Macht es gut.